Susanne sollte mal überlegen, ob sie nicht doch mit Lars ins Bett geht. Dann hätte sie endlich Klarheit über ihre Gefühle. Und du auch. Du hast doch gesagt. Entweder oder. Sarah. Das kann doch jetzt wirklich nicht dein Ernst sein. Zwischen Carla und mir ist alles klar. Warum sollte Susanne mit Lars schlafen? Dein Vorschlag ist doch völlig absurd. Dann kann ich mich nur noch mal entschuldigen. Es ist mir jetzt so peinlich. Ich dachte, du bist eifersüchtig. Nein. Lars, was ist eigentlich mit dir? Willst du nicht mal was dazu sagen? Also ehrlich gesagt, Lars, ich weiß, ich habe mich mal wieder in deine Angelegenheiten eingemischt. Tut mir leid. ja, dann wäre diese Geschmacklosigkeit auch geklärt. Mehr hast du nicht dazu zu sagen. Was denn noch? Mir fehlen die Worte. Mir auch. Was? Und weshalb weiß der Kollege immer noch nicht, dass er einen Ersatzschlüssel mitzunehmen hat, wenn ich nicht auf der Baustelle bin? Naja, er hat ihn vergessen. Und ohne ihn kommen wir nun mal nicht ins Lager. Also ich gebe dir meinen mit, ja, aber den will ich wiedersehen, klar? Okay. Großes Indianer-Ehrenwort. Dauert es nicht. Hi. Hi, Lisa. Und, wie geht's dir so? Ja, ganz gut. Und selbst? Elisa, kommst du? Ich denke, du willst meinen Nachtisch probieren. Hm? Ja, gleich. Sorry, aber wir kochen gerade. Oh, ist das heiß. Soll ich pusten? Geht schon. Der Hammer. Jetzt finde ich meinen selber nicht. Was? Den Schlüssel, Junge, weshalb bist du von hierher gekommen? Vielleicht in der Jacke? Herr Brandner, Ja? warum haben Sie Konstantin eigentlich in Ihr Haus aufgenommen, obwohl... naja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Obwohl ich ein Problem mit der Sippe Lahnstein habe. Tja, das habe ich tatsächlich. Lisa, was soll ich machen? Hat sich so für Konstantin eingesetzt. Ich konnte nicht Nein sagen. Ja, natürlich bin ich sauer. Du hättest viel deutlicher auf diesen unverschämten Vorschlag eingehen sollen. Und was machst du? Du sitzt da und schaust Lars an und sagst fast gar nichts. Carla, bitte. Dieser Vorschlag ist dermaßen krank. Was hätte ich denn sagen sollen? Vielleicht, dass es völlig absurd ist? Dass du nicht mal im Traum daran denken würdest, mit Lars ins Bett zu gehen, weil du nämlich mit mir zusammen bist und mich liebst? Ich hoffe, das weißt du auch so.
Ich hab's dir oft genug gesagt. Und vor ihr muss ich mich nicht rechtfertigen. Was denkst du denn, warum sie uns dauernd mit Lars konfrontiert? Und warum ausgerechnet jetzt eine Welt für sie zusammenbricht, wo ihre Ex einen Mann heiratet? Ach, du glaubst ihr nicht? Du etwa? Sie wollte hier wieder einziehen. Susanne, bitte. Friederike ist meine Freundin. Und das schon seit Jahren. Ich bin deine Frau. Und du solltest dir gut überlegen, wem du vertraust. Ihr oder mir. Das war deutlich. Jetzt versteh das doch bitte nicht falsch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag mit deiner Freundin. Deine Frau braucht jetzt erstmal frische Luft. Susanne, bitte, warte! Susanne, bitte! Den hätte ich beinahe mitgewaschen. Also, damit das klar ist, diesen Schlüssel, den Den mit... bekommen Sie wieder. Konstantin, geht los. Ich setze euch unterwegs ab, ich muss aufs Bauamt. Und den Kollegen sagst du, das nächste Mal kostet ihn das ein Kasten Bier. Klar? Mach ich. Also ich bin soweit. Sehen wir uns später? Ja klar, ich hole uns einen Film aus der Videothek. Also, dann los. Andi, was ist? Ich wollte ganz gern noch was mit Lisa besprechen, wenn das okay ist. Also schön, ich warte nicht lange. Komm. Man sieht sich. Was willst du denn mit mir besprechen? Ich vermisse dich. Ich weiß, dass du mich nicht mehr sehen willst. Und dass du nichts mehr mit mir zu tun haben willst. Ich weiß auch, dass ich dich eigentlich vergessen sollte. Aber ja, es funktioniert einfach nicht. Ich muss ständig an dich Ich denken. dachte, du hättest inzwischen kapiert, dass es mit uns beiden vorbei ist. Naja, schon, aber du konntest Konstantin auch verzeihen, dass er dir fremdgegangen ist. Ich hingegen... Andi, Die Sache in dem Fahrstuhl, das war ein Fehler von mir. Andi. Ich habe doch gesagt, ich weiß, dass ich einen Riesenfehler gemacht habe. Und es tut mir furchtbar leid. Wenn ich das nur irgendwie wieder gut mache. Andi! Zu der Zeit waren wir schon gar nicht mehr zusammen. Du konntest also tun und lassen, was du wolltest. Aber ich wollte gar nicht. Ich will nichts von Olivia. Ich will was von dir. Komm, gib mir noch eine Chance. Das kann ich nicht, Wieso? weil ich dich nicht mehr liebe. Darum. Ich kann es immer noch nicht glauben. Das mit uns beiden wäre bestimmt nie was geworden. Wenn du nicht den ersten Schritt gemacht hättest. Ich hätte mich jedenfalls nie getraut. Oh ja, die schüchterne Sarah, die mich splitterfasernackt in meinem Bett überrascht. Naja, so ganz nackt war ich jetzt auch nicht. Und wie würdest du diesen Hauch von nichts nennen? Dessous? Dessous. Einigen wir uns auf Dessouschen? Klitzekleines Dessouchen? Und außerdem habe ich mein Dessouchen ja auch nicht lange anbehalten. Du kannst es auch gerne wieder anziehen. Und dann reiß ich es dir vom Leib. Immer und immer wieder. Das würde ich ja gerne. Aber ich habe leider keine Zeit mehr dafür. Machst du Witze? Nee, ernsthaft. Ich habe morgen ein Seminar in Hannover und muss gleich los. Und wann geht dein Zug? In 2 Stunden? Dann würde ich sagen, wir lassen die Sache mit den Dessous ausfallen und kommen gleich zum Wesentlichen. Susanne, ruf mich bitte sofort an, wenn du die Mailbox abgehört hast. Ich muss noch mal mit dir reden. Kuss. Ach, Süße. Wenn ich geahnt hätte, was für eine Aufregung ich mit meiner Bemerkung verursache. Dann hättest du sie dir gespart? Wohl kaum.
Kannst du mir mal verraten, warum du Susanne und mich um jeden Preis auseinanderbringen willst? Meine Güte. Ich dachte halt, es wäre mal interessant zu sehen, wie Lars und Susanne auf so einen Vorschlag reagieren. Was geht dich das überhaupt an? Ich habe dir schon mal gesagt, dass du dich nicht in meine Ehe einzumischen hast. Ja, aber ich dachte... Das hast du mir versprochen. Schon vergessen? Ich wollte auf keinen Fall, dass du dich mit Susanne streitest. Und ich hoffe, du glaubst mir das. Ich wollte dir nur das ersparen, was ich durchmachen musste. Weil ich zu spät erkannt habe, dass meine Freundin auf Männer steht. Es tut mir ehrlich leid. Und jetzt komm. Lass uns einen Spaziergang machen, dann können wir uns beide ein bisschen ablenken. Nein. Es ist sehr bedauerlich für dich, dass deine Frau jetzt einen Mann heiratet. Aber bitte red mir nicht ein, dass ich dasselbe Problem hätte. Ich lasse nicht zu, dass du meine Ehe kaputt machst und deshalb verschwinde. Bitte? Wenn ich wieder runterkomme, will ich dich hier nicht mehr sehen. Ich bin froh, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Ich hätte jetzt schwer alleine sein können. Naja, mir war eher nach Ruhe zumute. Also wenn du lieber für dich wärst, Nein, entschuldige, so war das gar nicht gemeint. Ich musste das alles erst mal verdauen. Ja, das kann ich verstehen. Frederike ist krank. Ich meine, wie kommt sie auf die Idee, so etwas überhaupt vorzuschlagen? Carla ist meine Frau. Das Letzte, was ich tun würde, wäre, mit dir zu schlafen. Die Idee, wir beide, ist ja völlig daneben. Okay. Jetzt hab sogar ich kapiert, wie abwegig allein die Vorstellung für dich wäre. Was? Du weißt doch genau, was ich für dich empfinde. Und ich weiß, was du für mich empfindest. Okay, du hast mir klar gemacht, dass es zwecklos ist. Aber musst du mir da ständig unter die Nase reiben? Lars, ich hab nicht dran gedacht. Ja, wieso auch? Ich bin ja auch der Depp, der immer zur Stelle ist, wenn du ihn brauchst. Vergiss es. Jetzt lauf doch nicht gleich weg, Lars. Alt. Um die Uhrzeit. Hey, ist ja gut. Was ist los? Schlechte Laune? Wie kommst du denn darauf? Hast du mal deine Fresse angeguckt? Dann rate mal, warum ich so eine Fresse ziehe. Ja, was weiß ich denn? Keine Ahnung. Sorry. Wegen Olivia, dieser miesen Schlange. Ach, diese miese Schlange, mit der du die heiße Nummer im Aufzug hattest. Ich war eben bei den Brandners und als ich dann Lisa gesehen habe, zusammen mit diesem Konstantin, dieser arrogante Sack, da ist einfach alles in mir noch mal hochgekommen. Aber ich dachte, die Sache zwischen dir und Lisa wäre abgehakt. Lisa ist meine absolute Traumfrau. Und dann kommt Olivia um die Ecke und macht mir alles kaputt. Naja, nee, zum Sex gehören bekanntlich zwei. Den hatten wir erst, als sie Lisa und mich schon auseinandergebracht hat. Okay, so gut kenne ich eure Story nicht, aber... Olivia hat behauptet, ich hätte mit ihr geschlafen, als ich noch mit Lisa zusammen war. Sie hat es dann geglaubt und mich dann verlassen. Aber das wird Olivia noch bereuen. Das wird sie noch so richtig bereuen. Sag mal, hast du eigentlich deine Kreislauftropfen eingepackt für den Notfall? Gut, dass du mich daran erinnerst, die sind noch im Bad. Mhm. Ist was? Du bist wirklich entsetzlich gut gelaunt. Na und? Kann es vielleicht sein, dass es daran liegt, dass ich dir gestern gesagt habe, dass Sarah nichts von Gregor will? Also Sarah kann sich einlassen, mit wem sie will. Das ist mir zum Glück mittlerweile völlig egal. Jetzt muss ich aber wirklich los. Wenn du einfach hier bleibst. Gregor, das ist ein Pflichtseminar. Ich muss dahin. Wenn ich heute nicht nach Hannover komme, dann muss ich Musiktheorie 4 im nächsten Semester wiederholen.
Willst du das? Du bist jung. Ein Semester früher oder später. Du hast recht. Ich bin jung und will meinen Spaß. Deshalb möchte ich auch, dass du mich genauso wieder empfängst, wenn ich zurückkomme. Oder so. Was ist mit der Kaution? Kaution. Ja. Ich bin gerade ziemlich klamm. Aber ich habe einen sensationellen Job in Aussicht. Du kannst deinem Bruder also sagen, dass er bald mit seinem Geld rechnen kann. Schön. Er hat nämlich auch keinen Bock mehr auf deine blöden Ausreden. Ist was? Ich wundere mich nur. Kein dummer Spruch. Kein gehässiges Wann stehst du endlich auf der Straße. Weißt du, Olivia, es ist mir egal, ob du in einem Luxus-Penthouse oder unter einer Brücke schläfst. Es geht mir sozusagen am Arsch vorbei. Aber du könntest mir einen Gefallen tun. Mach dich vom Acker. Ich bin tatsächlich ein Depp. Ich war eben völlig neben der Spur und was ich gesagt habe, das... Zu Recht. Nein, ich wusste doch von Anfang an, dass du mit Carla zusammen bist und ich keine Chance habe. Und wenn ich damit nicht klarkomme, dann ist das einzig und allein mein Problem. Es tut mir leid. Mir tut es nicht leid. Mir tut es nicht leid, dass ich mich in so eine wundervolle Frau verliebt habe. Ich meine, es ist bestimmt nicht leicht für dich. Und Frederike macht alles, dass es noch komplizierter wird. Tja, du kommst wohl nicht besonders gut klar mit ihr, oder? Seit sie in Düsseldorf ist, ist alles furchtbar. Dass sie mich nicht leiden kann, damit komme ich ja noch klar. Aber dass sie alles daran setzt, Carla und mich auseinanderzubringen. Ich habe eine Scheißangst, dass sie damit Erfolg haben wird. Es tut mir leid, jetzt rede ich schon wieder nur von mir und meinen Problemen. Ich bin wirklich sehr sensibel. Das ist schon in Ordnung. Störe ich? Findest du eigentlich nicht, dass Gregor schon lang genug wartet mit der Kaution? Also wenn ich er wäre, hätte ich Olivia schon längst vor die Tür gesetzt. Das hättest du wohl gern. Dass sie zu dir angekrochen kommt, um Platz zum Schlafen zu haben. Ich liebe Lisa. Olivia hat uns auseinandergebracht, weil sie von Konstantin dafür einen Sportwagen geschenkt Andi, kriegt. bleib mal locker. Ist doch wahr. Mensch, ich hab's kapiert, aber zwischen euch läuft gar nichts. Nein, wirklich nicht. Olivia ist für mich die absolute No-Go-Frau. Da wird sie aber enttäuscht sein. Hä? Ja, ich meine nur, du behandelst sie wie eine ansteckende Krankheit. Und so wie sie gerade reagiert hat... So Was, wie hat sie reagiert? Oh Mann, sie hat dich angeguckt wie ein Bambi, das die Mutter verloren hat. Was, jetzt echt? Du meinst also... Sie ist in dich verknallt, Mann. Das merk sogar ich. Und ich bin in der Beziehung echt nicht der Schnellchecker. Dürfte gar nicht so schwierig sein, das herauszufinden. Und wenn du recht hast, dann ist Olivia fertig. Haus mit Garten am Strand. Was kommt da? Tausende warten gespannt. Was kommt da? Carla, Susanne hat jemand zum Reden gebraucht und ich war für sie da, als Freund. Als Freund. Sag mal, willst du mich verarschen? Carla. Du hast schon wieder versucht, dich an meine Frau ranzumachen. Jetzt mach doch nicht so ein Fass auf. Wir sind hier zusammengesessen, mehr nicht. Ich finde auch, dass du ein bisschen überreagierst. Ach, findest du? Und ich kann dir auch sagen, woran es liegt. Na, dann klär mich mal auf. Du lässt dich von Frederike immer noch gegen uns aufhetzen. Jetzt gibt es also schon ein Uns? Oh, bitte. Sag mal, merkst du denn nicht, dass sie alles dran setzt, um sich zwischen uns zu drängen? Das muss sie gar nicht. Und wenn du ehrlich bist, dann weißt du auch warum. Was weiß ich? Glaubst du, ich merke nicht, dass dir Frederikes krankes Angebot gar nicht so krank vorkommt, wie du tust?
Ein Semester früher oder später? Du hast so recht. Wenn das so ist. Don't leave me here sighing, sobbing and sighing, crying like a baby for you. Also, was gibt's? Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Wegen vorhin. Also, ich war ziemlich mies zu dir und mir tut das ehrlich leid. Ich hoffe, du bist jetzt nicht allzu sauer auf mich. Ich? Quatsch. Ich dachte, du wärst sauer auf mich. Wegen... Naja, du weißt schon. Also, ich war auch tierisch sauer auf dich. So richtig sauer. Aber nicht wegen... Naja, du weißt schon. Das verstehe ich jetzt nicht wirklich. Also, das mit Lisa und mir, das war nur eine Frage der Zeit. Und das mit uns beiden, das war der Auslöser. Deshalb war ich gar nicht sauer auf dich. Sondern? Naja, dass du mich dann unmittelbar danach so abserviert hast. Vielleicht habe ich das ja nur gemacht, weil mir alles ein bisschen zu schnell ging und ich Angst hatte. Weißt du, mir ging es eigentlich genauso. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, dass da noch mehr ist zwischen uns beiden. Andy. Olivia, ich möchte mit dir schlafen. Sie ist nicht mehr hier. Ich habe Friederike rausgeschmissen, bevor ich dir hinterhergelaufen bin. Dann hast du sie auch durchschaut? Dass sie einen Keil zwischen uns treiben will? Ich will nichts von Lars. Da kann Friederike reden, was sie will. Ich liebe dich. Das weiß ich. Ich hatte schon befürchtet, dass sie es schafft, uns auseinanderzubringen. Nein. Friederike bestimmt nicht. Sondern? Ich glaube einfach, dass unsere Probleme ganz woanders liegen. Wovon redest du? Kannst du dich noch daran erinnern? Bevor wir geheiratet haben, da hattest du einen Traum. Sehr eindeutig. Mit einem Mann. Aber du hast doch selbst darüber gelacht. Da gab's Lars auch noch nicht. Carla, ich will nichts von Lars. Das würde ich dir so gerne glauben. Dann tu's doch. Aber das ist ja das Problem, Susanne. Ich kann dir nicht mehr glauben.